Ich schaue mal gleich auf dem Handy, wie man von hier entweder zu dieser Kapelle oder zum Früchtemarkt kommt. Weil ich glaube, die Kapelle wäre auf dem Weg. Die wollten wir eh kurz besichtigen. Also kurz aufs Handy schauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt und wir wollen in diese Saint-Bernardin. Da seht ihr das, habe ich schon markiert. Kapelle, Kirche und danach zum Markt, der weiter dort ist. Also der Wochenmarkt, der Früchte-Gemüsemarkt. Let's go! Es ist rot und die gehen rüber. Also ich glaube, ich bin da zu deutsch dafür. Ich warte lieber, bis es grün ist. Na, ich fühle das nicht, jetzt rüber zu gehen. Maman, gehen wir oder nicht? On y va. Kleiner Tipp von mir übrigens, wenn ihr in Cannes seid und Zebrastreifen seht, also nichts mit Ampel oder so, dann meine Empfehlung, einfach rübergehen. Also natürlich nach links und rechts so ein bisschen gucken, ob da nicht gerade einer 1 Zentimeter vor diesem Zebrastreifen ist und euch quasi dann überfahren würde. Aber wenn die Autos schon noch gut weit weg sind, einfach drüber gehen, weil die bleiben nicht stehen. Also in den seltensten Fällen bleiben die Autos da stehen für euch. Ich weiß nicht, ob es da verkehrstechnisch gewisse Regeln gibt oder beziehungsweise gewisse Regeln fehlen. Bei uns ist es ja anders, man muss am Zebrastreifen stehen bleiben, wenn da Leute sind, die rübergehen wollen. Aber dort müsst ihr, zumindest in Cannes, ich sage euch gleich, wo es nicht so ist, in Cannes müsst ihr die Initiative ergreifen und gehen, weil sonst bleibt ihr da ewig stehen. Vor allem, wenn da sehr, sehr, sehr viel Verkehr ist, müsst ihr da wirklich diesen Schritt nach vorne machen und dann bleiben die Autos auch stehen. Aber wo es nicht so ist, Juan-les-Pins, da bleiben die schön stehen und lassen euch durchgehen. Also irgendwie sind die Leute da netter, habe ich das Gefühl. 12 Grad gerade. Ja, ist ein bisschen frischer als sonst, aber ist eigentlich perfekt für so einen Markttag, würde ich sagen. Jetzt kommen wir gleich schon in Gassen, wo keine Autos mehr fahren. Da freue ich mich drauf. Ich habe mir übrigens letztens mal so Gedanken gemacht, was für Winter möchte ich denn in Zukunft erleben? Möchte ich diese 0 Grad Winter in Deutschland, wo man die Heizung voll aufdrehen muss und wenn man rausgeht, sich voll Kanne anziehen muss? Oder möchte ich lieber solche Winter wie hier an der Côte d'Azur, beim schlechtesten Wetter so 12 Grad, wenn es dann besser ist, wie im Januar, da waren die ganze Zeit 17 Grad, das war so krass. Also, ja, dann habe ich lieber sowas, würde ich sagen. Aber ich glaube, diese Straße haben wir in irgendeinem YouTube-Video mal gesehen, ne Mama? Dieser Boden, der kommt mir bekannt vor. Cool. Und ich glaube, diesen Laden hier, den habe ich auch schon mal in einem YouTube-Video gesehen, in so einem Walking-Video. Pokemama. Boulangerie. Das Witzige ist, mittlerweile verstehe ich die Franzosen so gut, wenn die irgendwo was sagen. Ne, Mama? Das ist so irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so mit jedem Aufenthalt hier versteht man total, was die meinen. Also auch durch den Kontext einfach. Ich habe das Gefühl, dadurch lernt man einfach auch viel besser, wenn man irgendwie am Ort des Geschehens ist, als wenn man jetzt zu Hause einfach nur so Französisch lernen würde. Kurzer Blick aufs Handy, ob wir noch richtig sind. Nicht, dass wir die ganze Zeit in eine falsche Richtung laufen. Nee, ist richtig. Es sind, glaube ich, nur noch 2 Minuten, dann sind wir an der Kapelle. Ich hoffe, dass die noch auf hat. Wie spät haben wir? 11:30 Uhr? Ja. Die hat ja bis 12 Uhr auf. Jetzt vormittags, nachmittags müsste sie wieder aufhaben, laut Google. Ich weiß nicht, ob man dem trauen kann.
Hier ist gerade übrigens in so vielen Läden Sale, so Winter Sale. Nehmen wir mal, haben wir auch schon in Joie Le Pen gesehen. Oh, Live-Musik. Voll schön. Vor allem, ich glaube, das ist ein russisches Lied, kann es sein? Also es hat so einen russischen Komponisten oder so. Mazurki oder so heißt Voll schön, ich liebe sowas. Guck mal, hier ist schon viel mehr Trubel so, ne? Also in Joie Le Pen war nicht alles offen und hier hat man das Gefühl, lecker. Jede Bäckerei, jede Patisserie. Voll schön. Signorini Tartuffi. Das gibt's auch in Cannes. Oh, da gibt's so leckere Chips und so ein leckeres Gewürz aus Trüffel. Oh Gott, Leute, ihr müsst, wenn ihr in Cannes seid oder hier, unbedingt in diesen Laden. Ich glaube, ich hole mir auf dem Rückweg noch Chips oder Nudeln. Es ist so lecker. Hier ist wieder so eine Straße. Ich sag's euch, ich habe so viele Walking-Videos geguckt von Antibes, dass ich das Gefühl habe, dass ich hier schon mal war. Ich glaube, wir sind bald bei der Kapelle. Ich muss noch mal kurz auf mein Handy schauen. No? Gut, dass ich geguckt habe. Wir mussten nämlich nur kurz abbiegen. Und ich glaube, diese Tür da hinten könnte das schon die Chapelle Saint-Bernardin sein. Let's have a look. Zumindest geht es da, glaube ich, auch links weiter. Falls wir noch nicht ganz richtig sind. Ah, les amis de la chapelle. Guck mal. Je pense que c'est correct ici, non? Ah, ja. Merci. Ist das nicht richtig? Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott. Sollen wir mal reingehen? Thierry heißt sie. Oh, guck mal, wie schön da hinten. Willst du dich setzen, Mama? Ich gehe mal hier kurz rein. Boah, ist das schön hier.
So, jetzt sind wir wieder raus aus der Kapelle. War richtig schön. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht, ein bisschen gesnackt, ein bisschen ausgeruht und jetzt geht's weiter zum Markt.